Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Kathi von Creative Mom. Heute möchte ich mit dir zusammen dieses Kleid nähen. Bevor es losgeht, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das Kleid kann mit einem Rüschenrock oder mit einem einfachen geraden Rock genäht werden. In diesem Video zeige ich dir, wie man das Kleid mit dem Rüschenrock näht. Schneide dafür alle Teile aus. Für das Kleid benötigst du noch ein ca. 0,5 cm breites Gummi. Für den Saum kannst du ein passendes Spitzenband oder ein Häkelband aussuchen. Ein kleines Knöpfchen für den Verschluss hinten darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn du möchtest, kannst du auch kleine Perlen oder Anhänger annähen. Wir beginnen mit dem Oberteil. Lege das Vorderteil vor dich hin. Nehme den Ärmel und lege ihn mit der richtigen Seite auf das Oberteil. Stecke ihn mit ein paar Nadeln fest. Wiederhole es mit dem anderen Ärmel. Nehme dir jetzt das Rückenteil und stecke es an den Ärmel fest. Nähe hier mit einem geraden Stich und einer Nahtzugabe von 0,5 cm die einzelnen Teile fest. Damit die Nahtzugabe nicht absteht, werde ich sie knappkantig abstecken. Falte die Nahtzugabe auseinander. Positioniere die Nadel ca. 2 bis 3 mm zu der Naht. Stelle die Stichlänge auf 2,5 cm ein. Und so sollte es von außen aussehen. Schneide alle abstehenden Fäden ab und begradige den Ausschnitt ein bisschen. Ich schneide noch die Nahtzugabe zurück, damit nichts absteht. Bevor wir die Seitennähte schließen können, müssen noch die Tunnel an den Ärmel vorbereitet werden. Klappe dafür 1 cm um und stecke es fest. Nähe mit einem Abstand von 0,8 cm.
Hier kannst du einen geraden Stich nehmen mit einer größeren Stichlänge. Nehme dir das Gummi und schneide 2 Teile je 6 cm ab. Mit Hilfe einer kleinen Sicherheitsnadel ziehe ich jetzt das Gummi durch den Tunnel. Ich ziehe das Gummi nicht ganz durch, nur so weit, dass das Ende im Tunnel noch zu sehen ist, weil es gleich mit ein paar Stichen fixiert werden muss. Das Gummi ist fixiert, jetzt ziehe ich die Sicherheitsnadel komplett raus und fixiere auch das andere Ende. Beide Ärmel sind soweit fertig, ich schneide jetzt nur noch das Gummi ab und die abstehenden Fäden. Nun können wir die Seitennähte rechts und links schließen. Dafür lege ich die Stoffteile rechts aufeinander. Achte dabei darauf, dass die Ärmelnaht richtig aufeinander trifft. Stecke die Seiten mit ein paar Nadeln fest, damit beim Nähen nichts verrutscht. Ich lasse am Anfang immer einen etwas längeren Faden, damit ich später die Nahtzugabe vernähen kann. Die Seitennaht ist geschlossen, ich schneide nur noch ein paar überstehende Fäden ab und kürze ein bisschen die Nahtzugabe. Wenn du möchtest, kannst du so wie ich die Nahtzugabe zum Rückenteil vernähen. Das Oberteil ist fast fertig. Wende es einmal auf die rechte Seite. Bevor wir mit dem Oberteil weitermachen können, müssen wir einmal den Rock vorbereiten. Lege die vorbereiteten Stoffstreifen zurecht. Wir beginnen mit dem kürzesten Stoffstreifen. Mit diesen Einstellungen wird deine Maschine automatisch den Stoff beim Nähen raffen. Lasse am Anfang und am Ende einen längeren Faden übrig. Die Naht wird weder am Anfang noch am Ende verriegelt. Wie du siehst, hat meine Maschine alles automatisch gemacht. Jetzt muss der Rock auf die Breite des Oberteils angepasst werden. Lockere hier ein bisschen den Stoff, ziehe ein bisschen die Falten zurecht, solange bis du die gewünschte Breite erreicht hast.
Wenn die Breite soweit passt, verknote einmal die Enden, damit sich nichts auflöst. Jetzt muss nur noch der Rock mit der rechten Seite auf das Oberteil draufgelegt und festgesteckt werden. Wenn du keinen Rüschenrock haben möchtest, schneide dir einen Stoffstreifen von 35 x 14 cm zu. Dieser wird im Grunde genommen genauso wie der Rüschenrock angenäht. Wie du erkennen kannst, ich versuche die ganzen Falten immer gleichmäßig zu verteilen, damit das Endergebnis dann schön aussieht. Das Kleid habe ich so hingelegt, dass der Rock nach oben schaut. Somit sehe ich die Falten beim Nähen und kann diese gegebenenfalls zurechtstreichen. Der erste Streifen ist angenäht. Jetzt kommt der zweite. Raffe den Stoff und bringe ihn auf die Breite des ersten Stoffstreifens. Alle 3 Stoffbahnen sind nun angenäht. Entferne an dieser Stelle erstmal alle Kräuselnähte. Pass hier bitte auf, dass du nicht die falsche Naht erwischst. Damit die Nahtzugabe später nicht absteht, werden wir sie einmal von der rechten Seite absteppen. Dafür klappst du die Nahtzugabe nach oben. Ich nähe hier nur ein paar Millimeter von der Naht entfernt mit einem geraden Stich und einer längeren Stichlänge. Und so schaut es einmal von der rechten Seite aus. Die Nahtzugabe habe ich hier nicht zurückgeschnitten, das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Versäubere die Seitenkanten und den Ausschnitt entweder mit einem Fake Overlock Stich, einem Zickzackstich oder mit einer Overlockmaschine.
Wenn du möchtest, kannst du an dieser Stelle ein Spitzenband annähen. Ansonsten klappe den Saum 1 cm um und stecke ihn fest. Im gleichen Schritt wird auch der Halsausschnitt vorbereitet. Klappe dafür 0,5 cm um und stecke es fest. Ich werde das Ganze gleich mit einer Zwillingsnadel absteppen. Du kannst dafür auch einen Zickzackstich nehmen. Wenn du mit einer Zwillingsnadel nähst wie ich, stelle die linke Nadel so ein, dass sie knapp am Stoffende einsticht. Vergesse nicht, die Naht am Anfang und am Ende zu verriegeln. Leider habe ich versäumt, euch den Schritt zu zeigen, wie ich die Spitze angenäht habe. Das sollte man eigentlich auch machen, bevor man den Saum umschlägt. Aber irgendwie habe ich hier alles verpennt und es erst im Nachhinein angenäht. Wer das möchte, der muss es halt, bevor er den Saum umschlägt, mit annähen. Lege die Seitenteile aufeinander und stecke diese fest. Lasse oben eine Öffnung von etwa 6 oder 7 cm. Ich habe hier 8 gelassen, das war viel zu viel, das war dann viel zu weit. Also du kannst auch vorher deiner Puppe einmal anprobieren, ob du das noch bequem an- und ausziehen kannst. Jetzt sind wir doch fast fertig. Es bleibt nur noch übrig, hinten die Nahtzugabe umzuklappen, und zwar sind es wieder 0,5 cm, um sie festzustecken und das Ganze dann anschließend mit der Maschine festzunähen. Lass am Anfang die Fäden etwas länger, somit kannst du der Maschine helfen, etwas mitziehen, weil die Stofflagen doch sehr dick sind und die Maschine an dieser Stelle ein bisschen zu kämpfen hat.
Lass dir auch Zeit beim Nähen und guck, dass der Rock nicht unten drunter kommt. Sonst hast du am Ende auch noch den Rock da festgenäht. Es ist ein bisschen knifflig, es ist wenig Platz, aber mit ein paar Übungen bekommst du es hin und ich kann dir verraten, in meinen Videos wirst du solche Stellen des Öfteren nähen müssen. Das eine Ende des längeren Fadens, den ich am Anfang gelassen habe, nutze ich dafür, um gleich einen Knopf anzunähen. Du kannst auch einen Klettverschluss annähen oder Druckknöpfe, wie du möchtest. Diese kleinen Knöpfe habe ich mal auf AliExpress bestellt gehabt. Du findest aber solche auch auf Etsy oder auch auf eBay. Falls du einen Shop in Europa kennst, würde ich mich darüber freuen, wenn du mir das in die Kommentare schreibst, weil meine Knöpfe sind bald zu Ende. Wie man eine Knopfschlaufe macht, werde ich in diesem Video nicht ausführlich zeigen. Ich habe das schon in anderen Videos gezeigt gehabt, aber ich verlinke dir in die Infobox ein gutes Beispielvideo, wo du dir das nochmal genauer angucken kannst. Ich habe die Knopfschlaufe angenäht und möchte jetzt auf diesem Kleid eine kleine Schleife annähen. Du kannst diesen Schritt im Grunde genommen weglassen, eine größere Schleife annähen, du kannst einen Anhänger annähen, du kannst den Ausschnitt mit Perlen dekorieren oder mit ein, zwei Knöpfen, wie du möchtest. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Probiert doch auch meine anderen Schnittmuster aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Kathi von Creative Mom.